Moin Freunde, willkommen zurück auf dem Shutterspeed-Kanal. Wir haben heute eine neue Kamera für euch. Die Fujifilm GA645 Professional. Eine Mittelformat Point-and-Shoot-Kamera, vollautomatisch, released 1995, also mittlerweile fast 30 Jahre auf dem Buckel, echter Oldtimer, auch wenn er vielleicht nicht den Eindruck macht. Wir zeigen euch ein paar Bilder, heute leider nicht shooten unterwegs, den Film habe ich schon gestern gehauen. Ihr seht gleich ein paar Portra 400 noch. Die Kamera ist im 6x4,5 Mittelformat. Aufgrund der Bauweise und des Formates haben wir nicht klassischerweise ein queres Bild, wenn ich die Kamera horizontal halte, sondern ein Hochkantbild. Die Fuji hat ein 60 mm Objektiv mit einer 4er Blende. Wäre im Kleinbildformat ungefähr äquivalent zu 37 mm mit einer 2,8er Blende. Die Kamera ist packed mit Features. Wir haben automatische Belichtung, wir haben einen Aperture Priority Mode, wo man die Blende wählen kann, und wir haben einen voll manuellen Modus. Außerdem Blitz mit dabei. Selbstauslöser natürlich auch. Und eins meiner Lieblingsfeatures der Kamera, eine Data-Funktion, die nicht nur das Datum, sondern auch eure Belichtungsdaten auf den Filmstreifen unter das Bild und nicht ins Bild mit aufzeichnet. Im Gegensatz zum kleinen Bild hat das Mittelformat kein DX-Code-Reading, heißt ihr müsst euren ISO-Wert immer einstellen. Die Kamera kann ISO-Werte von 25 bis 1600 belichten. Die Kamera hat ein zentral messendes Autofokussystem. Ihr könnt sie auch im manuellen Fokus benutzen, was aufgrund des Rangefinder-Systems aber meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn macht. Und auch die Einstellung der einzelnen Werte und Parameter ist mit den 2 Stellrädern bzw. dem einen nicht wirklich praktisch. Der Autofokus ist sehr laut, also für Street Photography eher ungeeignet, wenn ihr unentdeckt bleiben wollt. Der Shutter und der Filmtransport hingegen sind sehr leise. Ich finde aber, der Sound der Kamera macht auch ein bisschen den Flair. Die Kamera ist ausgestattet mit 2 CR123 Batterien. Ein weiteres sehr cooles Feature ist, wir haben einen Hot Shoe für den externen Blitz und wir haben auch einen Anschluss für den Fernauslöser. Somit sind auch längere Belichtungszeiten auf dem Stativ locker möglich. Die Kamera wiegt ohne Batterien 815 Gramm, ist also für eine Mittelformatkamera extrem leicht und extrem kompakt. Ich kriege sie sogar in die Jackentasche bei mir rein. Also ich glaube, ein praktischeres Mittelformat wird man nicht finden können. Die Preise sind aktuell sehr in die Höhe geschossen. Für so eine Kamera in dem Zustand muss man mittlerweile um die 1000 € auf den Tisch legen. Ist zwar viel für den Zeitwert auch, aber wenn man bedenkt, dass die Kamera bei Release 1995 2000 € gekostet hat, finde ich das immer noch einen sehr fairen Preis. So Freunde, jetzt schauen wir zusammen auch noch mal in die Bilder rein. Ich habe in vielen Reviews gelesen, die Fuji wäre nicht wirklich eine Porträtkamera, und mit der 60 mm Brennweite stimmt es tatsächlich auch. Ich bin allerdings von den Porträtergebnissen doch sehr überzeugt. Auch die 4er Blende macht einen sehr unscharfen Hintergrund, wenn man denn die Tiefe im Raum gewährleistet hat. Wenn wir uns hier den Shot vom Waldweg ansehen, ist schon ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu 35 mm Aufnahmen zu sehen. Man hat wesentlich mehr Details und einfach stärkere Konturen, welche dann bei so einer Aufnahme mit vielen Details, wie hier die ganzen kleinen Blätter und Äste, auch eindrucksvolle Bilder erzeugt.
Die Bilder, die wir hier zusammen anschauen, sind tatsächlich die ersten, welche ich gemacht habe. Meine erste Rolle Portra 400 in der Fuji. Und ich bin total überzeugt von den Bildern und das ist motivtechnisch auch genau das, was ich damit umsetzen wollte und in welche Richtung das für mich gehen wird mit der Arbeit der Kamera. Der Autofokus läuft durchaus zuverlässig. Man muss halt einfach nur im Sucher auf die Anzeige achten und abschätzen, ob der angezeigte Wert auch ungefähr der Entfernung zum Motiv entspricht. Und dann hat man da auch überhaupt keine Probleme. Die Programmautomatik der Kamera liefert meiner Meinung nach im Hinblick auf die Belichtung nicht nur korrekte Ergebnisse, sondern auch stilistisch sehr brauchbare. Wenn ich jetzt hier so eine Porträtsituation habe wie mit den Schafen, geht die Kamera automatisch in eine offenere Blende, auch wenn eigentlich genug Licht vorhanden wäre, die Blende weiter zu schließen. Der Portra 400 wird ja auch immer damit beworben, dass er für das 400er ISO ein extrem feines Korn hat und das ist gerade im Mittelformat nochmal stark zu sehen. Also wenn man nicht gerade reinzoomt, ist in einigen Motiven so gut wie kein Korn zu erkennen, auch auf dem 6x4,5 Format. Wenn man ein 6x9 Format hat oder noch größere Panoramakameras, dann ist auch mit dem 400er ISO da viel rauszuholen. Farbtechnisch war ich vom Portra jetzt nicht so überzeugt. Allerdings muss man dazu sagen, dass meine Erfahrungen im Kleinbildbereich auch viel von Kodak Gold geprägt waren und ich somit auf den Heavy Grain und sehr saturated Look einfach gepolt bin, weshalb ich meine Bilder auch einige hier nochmal leicht nachbearbeitet habe und die Farben ein bisschen mehr nachgesättigt habe. Vielleicht ist der Kodak Gold für mich dann auch im Rollfilm eher die richtige Wahl, das werde ich sehen. So, das war's auch wieder mit dem Video. Wir hoffen natürlich, euch haben die Bilder gefallen, euch hat das Video gefallen. Von der Fuji kommt auf dem Shutterspeed-Kanal auf jeden Fall mehr in Zukunft. Und vergesst nicht zu abonnieren, lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Schaut auch bei Instagram immer gerne vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.